Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Bevor wir starten, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Heute sprechen wir über unseren Tagesablauf im Winter und darüber, wie wir unseren Morgen ruhiger und angenehmer machen. Im Winter ist alles ein bisschen langsamer. Es ist draußen dunkel und oft sehr kalt. Viele Menschen stehen schwerer auf. Und ich gehöre definitiv dazu. Trotzdem versuche ich, meinen Morgen positiv zu beginnen und nicht direkt gestresst zu sein. Wenn ich aufwache, merke ich sofort, wie kalt es im Zimmer ist. Deshalb bleibe ich oft ein paar Minuten länger im Bett. Ich sage mir dann immer, dass ich einfach ruhig starten soll. Das hilft wirklich, damit der Start in den Tag angenehmer wird. Bei mir ist der erste Weg immer zur Küche. Ich mache mir sofort warmes Wasser mit Zitrone oder eine Tasse Tee. Das ist für mich ein tägliches Ritual. Gerade im Winter brauche ich etwas Warmes, damit ich richtig wach werde und nicht müde bleibe. Danach öffne ich die Vorhänge, auch wenn es draußen noch dunkel ist. Ich finde, ein bisschen Licht macht direkt eine bessere Stimmung. Ich mache auch oft eine kleine Lampe an, weil das Winterlicht so schwach ist. Das gibt mir ein Gefühl von Ruhe. Viele sagen, dass sie morgens sehr unmotiviert sind. Und ich verstehe das gut. Aber eine kleine Routine hilft wirklich. Ein warmes Frühstück oder ein kurzer Moment für sich selbst macht den Start viel leichter. Man muss nicht viel tun, nur etwas, das gut tut. Ich frühstücke im Winter meistens warm. Haferflocken mit Früchten oder einfach ein Stück Brot mit Butter. Ich nehme mir Zeit, weil ich weiß, dass ein ruhiger Morgen meinen ganzen Tag besser macht. Das ist für mich sehr wichtig geworden. Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich oft Schnee oder grauen Himmel. Das Wetter beeinflusst mich manchmal, aber ich versuche trotzdem positiv zu bleiben. Ein langsamer Morgen hilft mir dabei, nicht sofort in Stress zu fallen und meinen Kopf klar zu halten. Am Ende meines Morgens mache ich mir immer einen kleinen Plan. Nichts Großes, nur die wichtigsten Dinge des Tages. Das gibt mir Struktur und ein gutes Gefühl. Besonders im Winter brauche ich das, weil die Tage so kurz und schnell dunkel werden. Ein Wintermorgen kann kalt und schwer sein, aber wenn man kleine Rituale hat, fühlt es sich viel besser an. Ein bisschen Wärme, ein ruhiger Moment und ein klarer Kopf machen wirklich einen großen Unterschied. So kann der Tag gut beginnen und ruhig weitergehen. Wenn mein Morgen vorbei ist, beginnt für mich der Alltag. Im Winter brauche ich immer ein paar Minuten mehr, um richtig in den Tag zu kommen. Die Dunkelheit macht mich oft müde, aber ich versuche trotzdem positiv zu bleiben und mich nicht stressen zu lassen. Auf dem Weg zur Arbeit merke ich jeden Tag, wie kalt es draußen ist. Ich ziehe deshalb immer eine dicke Jacke an und nehme einen Schal mit. Viele Leute sagen im Winter immer wieder, dass es ohne warme Kleidung einfach nicht geht. Und das stimmt wirklich. Wenn ich unterwegs bin, sehe ich oft Menschen mit Kaffee in der Hand. Das ist im Winter sehr normal. Auch ich kaufe mir manchmal einen warmen Cappuccino, weil er mir Energie gibt und der Weg dadurch angenehmer wird. Kleine Dinge helfen wirklich viel. Im Büro ist es am Morgen oft still. Viele Kollegen kommen langsam an und brauchen erst einmal einen Moment.
Das finde ich eigentlich ganz schön, weil es nicht sofort laut und hektisch ist. Ein ruhiger Start hilft allen, besonders in der kalten Jahreszeit. Meine Arbeitstage sind im Winter ein bisschen anders. Ich habe weniger Energie als im Sommer und deshalb plane ich meine Aufgaben oft einfacher. Ich sage mir immer, dass ich Schritt für Schritt machen soll und nicht alles auf einmal. Das funktioniert gut. In der Mittagspause merke ich besonders, wie kurz die Tage sind. Manchmal ist es schon grau und wirkt wie später Nachmittag. Viele Kollegen sagen dann Sachen wie „Es wird schon wieder dunkel" und alle lachen, weil es jedes Jahr gleich ist. Ich esse im Winter mittags gerne etwas Warmes. Eine Suppe oder Pasta machen mich zufrieden und geben mir Kraft für den restlichen Tag. Ich merke richtig, wie mein Körper die Wärme braucht. Das ist im Winter für viele Menschen sehr typisch. Nach dem Mittag fühle ich mich manchmal etwas müde. Das ist normal, besonders wenn es draußen kalt und grau ist. Ich stehe dann kurz auf, gehe ein paar Schritte oder hole mir Wasser. Kleine Pausen helfen mir, wieder klar zu denken und konzentriert zu bleiben. Am Nachmittag erledige ich meistens die Aufgaben, die leichter sind. Es ist erstaunlich, wie schnell es draußen dunkel wird. Manchmal schaue ich aus dem Fenster und denke schon, dass es Abend ist, obwohl es erst 4 Uhr ist. Das macht die Stimmung anders. Wenn der Arbeitstag zu Ende geht, bin ich froh, nach Hause zu fahren. Die Kälte macht mich schneller müde. Deshalb freue ich mich auf warme Räume und ein bisschen Ruhe. Der Alltag ist im Winter anders, aber mit kleinen Gewohnheiten fühlt er sich leichter an. Wenn ich am Nachmittag nach Hause komme, merke ich sofort, wie früh es draußen dunkel wird. Das gibt dem Tag ein ganz anderes Gefühl. Und manchmal denke ich, dass es schon spät ist, obwohl es erst 5 Uhr ist. Das passiert mir im Winter wirklich oft. Ich habe nach der Arbeit meistens das Bedürfnis, mich kurz auszuruhen. Die Kälte macht mich müde und ich brauche ein paar Minuten, um warm zu werden. Viele Leute sagen im Winter auch, ich bin einfach schneller kaputt, und ich verstehe das sehr gut. Manchmal gehe ich trotzdem eine kleine Runde draußen spazieren. Auch wenn es kalt ist, tut mir die frische Luft gut und bringt meinen Kopf in Ruhe. Ich ziehe mich einfach warm an und gehe ein paar Straßen entlang. Das hilft mir immer, den Tag leichter zu machen. Wenn ich nach Hause komme, wechsle ich sofort meine Kleidung. Eine warme Hose und ein gemütlicher Pullover machen einen großen Unterschied. Ich mache mir auch oft einen Tee, weil er mich beruhigt und mir ein Gefühl von Komfort gibt. Am Nachmittag erledige ich oft kleine Aufgaben im Haushalt. Ich räume auf, sortiere etwas oder bereite schon etwas fürs Abendessen vor. Ich mache alles langsam, ohne Stress. Im Winter versuche ich immer nicht zu viel auf einmal zu planen. Wenn ich noch einkaufen muss, mache ich das schnell. Es ist draußen früh dunkel und die Kälte wird abends stärker. Deshalb kaufen viele Leute im Winter früher ein. Ich mache mir vorher eine kurze Liste, damit ich nichts vergesse und schneller fertig bin. Zu Hause versuche ich, eine gemütliche Atmosphäre zu machen. Ich mache eine Lampe an oder zünde manchmal eine Kerze an. Das gibt mir ein warmes Gefühl und macht den Raum viel schöner. Im Winter braucht man einfach mehr Licht und Wärme. Ich merke oft, dass meine Stimmung im Winter ein bisschen schwankt.
Das ist normal, sagen viele Menschen. Deshalb achte ich darauf, kleine Pausen zu machen und nicht zu viel von mir zu erwarten. Das hilft mir, ruhig und entspannt zu bleiben. Wenn der Nachmittag langsam zu Ende geht, fühle ich, wie der Tag wieder schneller vorbei ist als im Sommer. Das ist jedes Jahr gleich, aber ich versuche es positiv zu sehen. Ein ruhiger Nachmittag gibt mir Kraft und macht den Abend viel angenehmer. Am Ende des Nachmittags freue ich mich meistens schon auf einen warmen Abend zu Hause. Die kurzen Tage sind manchmal eine Herausforderung, aber mit kleinen Gewohnheiten kann man sie gut meistern. So fühlt sich der Winter etwas leichter an. Wenn der Abend beginnt, freue ich mich immer auf die Wärme zu Hause. Im Winter verbringe ich viel mehr Zeit drinnen, weil es draußen einfach zu kalt ist. Ich mache sofort eine Lampe an und genieße das weiche Licht, das dem Raum ein gemütliches Gefühl gibt. Für mich ist der Abend die beste Zeit, um richtig runterzukommen. Ich nehme oft eine warme Dusche, weil mich das entspannt und meine Muskeln weicher macht. Es fühlt sich an wie ein kleiner Moment nur für mich und das tut mir nach einem langen Tag gut. Manchmal mache ich mir eine kleine Tasse Tee und setze mich aufs Sofa. Ich lege eine Decke über meine Beine und spüre, wie ich langsam ruhiger werde. Diese kleinen Dinge sind im Winter so wichtig, weil sie den Abend wirklich angenehm machen. Wenn ich etwas Zeit habe, schaue ich eine Serie oder lese ein paar Seiten in einem Buch. Ich mag es, wenn es still ist und ich mich ganz auf eine Sache konzentrieren kann. Viele Menschen sagen, dass sie das im Winter besonders genießen. Abends telefoniere ich manchmal mit meiner Familie oder schreibe Nachrichten. Es ist schön, ein bisschen Kontakt zu haben, besonders wenn es draußen dunkel ist. Ein kurzer Austausch macht mir immer gute Laune und bringt Wärme ins Herz. Ich esse abends gern etwas Warmes und Einfaches. Im Winter brauche ich nicht viel, aber ein warmes Gericht macht mich zufrieden und entspannt. Danach räume ich ein bisschen auf, damit ich am nächsten Tag ruhig starten kann. Bevor ich schlafen gehe, mache ich oft eine kleine Abendroutine. Ich putze mein Gesicht, trage Creme auf und mache das Zimmer ein wenig dunkler. So weiß mein Körper, dass es Zeit ist, langsam runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Wenn ich im Bett liege, höre ich manchmal leise Musik oder einfach die Stille im Zimmer. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Im Winter schlafe ich oft früher ein, weil die kurzen Tage meinen Rhythmus verändern. Der Winterabend hat etwas Besonderes. Auch wenn die Tage kurz und manchmal anstrengend sind, fühlt sich der Abend warm und sicher an. Es sind die kleinen Rituale, die den Alltag leichter machen und uns ein gutes Gefühl geben. Am Ende des Tages bin ich dankbar für die Ruhe, die der Winter mit sich bringt. Die Kälte draußen macht die Wärme drinnen noch schöner. So schließe ich meinen Tag entspannt ab und freue mich auf einen neuen Wintermorgen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass unser Winteralltag euch ein gutes Gefühl gegeben hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Bleibt warm, passt gut auf euch auf und macht euren Abend so angenehm wie möglich. Abonniert unseren Kanal,
Liked das Video, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wintermomente euch am meisten gefallen. Die Gewohnheit. Ich habe im Winter eine neue Gewohnheit. Kleine Gewohnheiten machen meinen Tag leichter. Die Atmosphäre. Am Abend gibt die Lampe eine warme Atmosphäre. Eine gemütliche Atmosphäre macht den Winter angenehmer. Der Rhythmus. Im Winter verändert sich mein Rhythmus. Ein klarer Rhythmus hilft mir im Alltag. Sich entspannen. Ich nehme eine warme Dusche, um mich zu entspannen. Am Abend brauche ich Zeit, um mich zu entspannen. Die Herausforderung. Kurze Tage sind im Winter eine echte Herausforderung. Manche Menschen finden die Kälte eine große Herausforderung.